Hallo, willkommen beim MINT-Festival Jena. Ich bin Kai Wicker und ich möchte euch heute erzählen, was ein Physiker denn so in der Industrie machen kann. Und ja, da gebe ich euch ein bisschen persönliche Einblicke. Man kann bestimmt darüber lesen, was ein Physiker in der Industrie macht. Ich will das aber gar nicht vollumfänglich machen, sondern tatsächlich einfach anhand Beispiele dessen, was ich tatsächlich bei Zeiss alles schon gemacht habe, euch mal ein bisschen vielleicht tiefere Einblicke geben. Wie bin ich zur Physik gekommen? Ursprünglich wollte ich eigentlich Philosophie oder Mathematik studieren. Ja, und da haben mir dann viele Leute von abgeraten, weil man damit nicht die besten Jobs findet möglicherweise. Ich habe dann mal in einem Taxi einen promovierten Philosophen gefunden, da hatte ich tatsächlich keine Lust drauf. Mathematiken wurde mir gesagt, ist dann oftmals Bank oder Versicherung. Auch das nicht wirklich, was mir vorgestrebt hat. Mit Physik wusste ich gar nicht genau, was man machen kann, aber ich war unheimlich interessiert an Physik, habe alle Bücher von Stephen Hawking gelesen. Und ja, Astrophysik besonders fand ich spannend und habe gedacht, wenn ich Physik studiere, dann mache ich auf jeden Fall was mich unheimlich interessiert, was auch mit Philosophie und Mathematik beides ein bisschen verwandt ist. Und ja, letztendlich, auch wenn ich noch nicht genau weiß, was ich damit machen will, kann ich irgendwas machen, was mit schwarzen Löchern zu tun hat. Physik ist unheimlich vielseitig. Das heißt, es gibt einmal theoretische Physik, aber auch Experimentalphysik. In der Anwendung ganz viele Bereiche, wo man Physik braucht. Das ist einmal Umweltphysik, aber auch Lebenswissenschaften, wo neue Medikamente erforscht werden, man Mikroskopie braucht, das ganz viel mit Physik, Medizintechnik tatsächlich, Röntgengeräte, MRTs, sind alles Physiker gewesen wahrscheinlich, die das erfunden haben, und natürlich Astronomie. Ich habe dann angefangen zu studieren nach dem Abi. Erstmal, wie gesagt, mit dem Fokus, dass ich was mit Astrophysik machen wollte, und mein Ziel war eigentlich immer auch an der Uni zu bleiben. Ich habe auf eine Professur hingearbeitet. Ja, während des Studiums habe ich dann aber auch neue Interessen entwickelt, habe mich dann irgendwann umorientiert von dem ganz Großen der Astrophysik auf das ganz Kleine der Quantenphysik. Nach wie vor aber immer noch gedacht, dass ich Professor bleiben will. Dann mit der Diplomarbeit bin ich von den Quanten auf die Mikroskopie gewechselt, was auch ein spannender Schritt für mich war, immer noch mit dem Ziel, Professor zu werden. Die ganze Zeit war mir eigentlich nur eines klar: ich will garantiert nicht in die Industrie. Und ja, Leben kommt manchmal anders. Ich habe vielleicht schon gehört, dass gerade in Deutschland auch eine akademische Laufbahn sich vielleicht nicht unbedingt planen lässt. Professor werden ist nicht ganz einfach, und diese Unsicherheit war mir irgendwann zu groß, dass ich dann doch mich umorientiert habe und in der Industrie nachgeschaut habe. Und so bin ich dann zu Zeiss gekommen. Zeiss ist unheimlich vielseitig, auch da ganz viel, was man mit der Physik machen kann. Angefangen hat das alles mit einem ersten Mikroskop von Ernst Abbe 1877, aber Zeiss hat sich in den Jahren unheimlich viel weiterentwickelt und macht heute industrielle Messtechnik, Metrologie, Mikroskopie, Medizintechnik, aber auch Konsumeroptik, Fotoobjektive zum Beispiel, aber auch Filmobjektive für Hollywood mit einigen Oscar-Auszeichnungen. Zeiss Brillengläser sind unheimlich bekannt. Und tatsächlich auch für die Halbleitertechnik baut Zeiss Optiken, mit denen in lithografischen Verfahren eben Chips hergestellt werden. Und heutzutage eigentlich die modernsten Smartphones sind alle mit Zeiss Optik produziert worden. Also es kann sehr, sehr gut sein, dass ihr was in der Hosentasche habt, wo auch Zeiss maßgeblich daran beteiligt war. Also auch da ganz viele Möglichkeiten bei Zeiss. Zeiss steckt auch ganz viel in Forschung und Entwicklung, was ich unheimlich spannend fand. 13% vom Umsatz zuletzt, über 800 Millionen Euro, die letztendlich wirklich in Forschung und Entwicklung gesteckt wurde, an 27 Forschungs- und Entwicklungsstandorten weltweit. Und es gibt, was heutzutage gar nicht mehr so viele Industrieunternehmen haben, eine zentrale Forschungseinheit, Corporate Research and Technology. Und da habe ich auch angefangen, und das war für mich vielleicht so ein bisschen der Schritt, der mir dann leichter gefallen ist, wo ich doch eigentlich in der Forschung bleiben wollte an der Uni, bin ich dann in der Industrie zumindest auch in eine Forschungsabteilung gegangen. So, was heißt das eigentlich? Forschung ist noch ein Schritt früher als Entwicklung. Aus ganz, ganz vielen Ideen werden nachher eigentlich nur ganz, ganz wenig Produkte. Erstmal geistesspitze Ideen gibt es ganz viele. Je mehr man sich damit befasst und reinschaut, bleiben immer weniger Sachen übrig. Irgendwann, ein paar davon gehen dann wirklich noch in eine Hauptentwicklung rein, und irgendwann wird vielleicht auch nochmal ein Produkterfolg draus. Und ja, in der zentralen Forschung bei Zeiss setzen wir uns mit sehr frühphasigen Themen auseinander. Und blicken dabei dann natürlich auch auf einen Zeithorizont, der vielleicht für eine Entwicklungsabteilung eines Geschäftsbereichs noch zu weit in der Zukunft ist. Auch mit mehr Risiko und auch mit mehr Freiheiten verbunden. Und das ist einfach was mir sehr gelegen hat.
Was macht jetzt ein Physiker bei Zeiss? Ich habe eben die Produkterfolge angesprochen. Zu einem Produkterfolg gehört mehr als nur eine tolle Idee. Letztendlich geht es hierbei um Innovation. Und Innovation, da gehören 3 Aspekte dazu. Das ist einmal die Technologie, die man mit Physik erstmal vielleicht direkt in Verbindung bringt. Aber neben der technischen Idee braucht es eben auch noch eine Anwendung, die man damit überhaupt erstmal adressieren will. Und man muss dann auch noch in der Lage sein, damit tatsächlich ein Geschäft zu machen. Diese 3 Aspekte, Technologie, Anwendung und Geschäft, braucht man für Innovation. Ich habe jetzt tatsächlich in der Forschung angefangen als Technologe. Mein erster Job war Geräteentwickler. Und anhand eines Beispiels möchte ich das euch ein bisschen nahe bringen. Ich habe bei einer Mikroskopiemethode mitentwickelt. Lichtmikroskopie konzentriert sich darauf, sehr, sehr kleine Dinge, zum Beispiel in den biomedizinischen Wissenschaften, sichtbar zu machen. Hier unten mal dargestellt, so die Größenordnungen, die relevant sind in der Biologie. Und mit Lichtmikroskopie schaut man sich Dinge so zwischen 100 Nanometer und vielleicht 1 Millimeter circa an. 100 Nanometer muss man schon einige Tricks aufwenden, um das tatsächlich sichtbar zu machen. Und wir haben damals eben eine Methode entwickelt, die solche Tricks benutzt, um 100 Nanometer wirklich auflösbar zu machen. Dabei muss man erstmal wissen, dass es mit Vergrößerung alleine nicht ausreicht. Hier mal einfach gezeigt, was Vergrößerung ist. Wenn man das Bild größer und größer und größer macht, sieht man erstmal mehr und mehr Details. Das kann man aber nicht unendlich einfach fortsetzen. Wenn das kleinste Bild von diesen Vieren letztendlich schon nicht besonders viel Information enthält, dann bringt es eben auch nichts, es einfach größer und größer und größer zu machen, weil die Details einfach durchs Größermachen letztendlich dann auch nicht da sind, wenn man sie nicht vorher schon mal irgendwie aufgenommen hat. Und das ist der Unterschied zwischen Vergrößerung und Auflösung. Letztendlich, was man braucht, ist Auflösung. Man möchte Details auflösen. Und diese Auflösung ist alleine schon durch die Physik, auch in der Lichtmikroskopie, auf ein kleinstes Detail begrenzt. Und wenn man tatsächlich noch feinere Dinge anschauen möchte, braucht man, wie gesagt, Tricks. Für einen solchen Trick haben wir den Moiré-Effekt benutzt. Und den kann man hier ganz schön sehen. Hier seht ihr 2 Muster, die übereinander geschoben werden. Einmal dieses Kreislinienmuster und einmal dieses Gitterlinienmuster. Und wenn man die beiden übereinander schiebt, seht ihr, dass da nochmal weitere Musterlinien entstehen. Solche etwas gröberen Linienstrukturen, die durch die Überlagerung der beiden Muster erstmal entstanden sind. Und diese gröberen Muster, dass die zustande kommen, das liegt an dem Moiré-Effekt. Und das ist eben auch, was wir uns nachher für die Mikroskopiemethode zu Nutzen gemacht haben. Den Moiré-Effekt kennt ihr bestimmt, den kennt man auch aus dem Alltag. Hier ist mal ein Foto von einer Bushaltestelle und man sieht hier, diese Bushaltestelle ist mit einem feinen Gitter umspannt, das Wind abhalten soll und wo man 2 dieser Muster sich überlagern sieht, da seht ihr auf einmal auch gröbere Strukturen. An den Bereichen hier zum Beispiel, wo nur eines dieser Gitter letztendlich sichtbar ist, ist diese Musterstruktur in dem Gitter so fein, dass man sie auf dem Foto schon gar nicht mehr erkennt. Genauso hier drüben. Aber in dem Bereich, wo sie sich überlagern, werden auf einmal gröbere Strukturen sichtbar. Wenn wir da mal ein bisschen reinzoomen, sieht man es noch besser. Und da sieht man jetzt tatsächlich auch schon, dass in den einzelnen Bereichen eine feine Gitterstruktur sichtbar ist, auch hier unten. Und da, wo sie sich überlagern, werden eben aber neue Muster sichtbar, diese sogenannten Moiré-Muster. Und das gleiche Prinzip kann man letztendlich auch in der Mikroskopie benutzen. Hier ist mal ein Beispiel einer Kieselalge. Und wenn man diese Kieselalge mit einem Gittermuster überlagert, entstehen auch hier solche Moiré-Streifenmuster. Ganz schön sichtbar. Und diese Moiré-Streifenmuster bleiben auch dann erhalten, wenn man diese Kieselalge letztendlich durch ein Mikroskop abbildet, was einige Detailinformationen verliert und das Ganze etwas unscharf macht. Jetzt machen wir das Ganze mal unscharf. Und da sieht man es ganz schön, in dem Bild rechts der Kieselalge sind die ganzen feinen Details verschwunden, aber links sieht man, dass diese Moiré-Streifen tatsächlich noch vorhanden sind. Und was man jetzt macht in der Mikroskopie,
ist, dass man eine biologische Probe mit Streifenmustern aus Licht beleuchtet. Sieht man hier oben mal, das sind 15 Bilder. Was man macht, ist, dass man das Lichtgitter in seiner Orientierung dreht. Das heißt, hier hat man 3 verschiedene Richtungen genommen. Einmal diese Richtung in der oberen Reihe, einmal diese Richtung in der mittleren Reihe und einmal diese Richtung in der unteren Reihe. Und auch hier sind solche Moiré-Muster vorhanden, auch wenn sie jetzt nicht so deutlich sichtbar sind wie in den Beispielen, die ich gerade eben gezeigt habe. Diese Moiré-Muster sind dann eben auch nach der Bildaufnahme noch vorhanden. Und was man jetzt machen kann, ist, dass man aus diesen Bildern mit dem Wissen über das Lichtmuster, was man für die Beleuchtung benutzt hat, errechnen kann, wie die feinen Details der Probe ausgesehen haben müssen. Und so kommt man letztlich zu einem hochaufgelösten Bild, was feiner aufgelöst ist, als es eigentlich das Abbe-Limit, was diese feinsten Details normalerweise physikalisch limitiert, begrenzt hat. Und das sieht man hier unten. Das ist sozusagen das, was man klassisch aufnehmen könnte. Und mit dieser Methode der strukturierten Beleuchtung kriegt man ein Bild wie dieses, was deutlich mehr Details hat. Und hier habe ich jetzt noch mal ein paar Bilder mitgebracht, wie das tatsächlich nachher in einem kommerziell umgesetzten Mikroskop aussieht. Das sind Shigella-Bakterien. Und so sieht das Bild mit der Hochauflösung auf. Lasst uns da auch noch mal ein bisschen reinzoomen. Einmal wieder klassisch aufgenommen und hier mit dieser hochaufgelösten Technik und noch einmal weiter reingeschaut, sieht man das ganz schön. Hier ist zum Beispiel einmal dieses längliche Filament in der Mitte, was in der klassischen Mikroskopie aussieht wie ein einzelnes Filament. Aber nachdem man eben diesen Trick anwendet, sieht man, dass das tatsächlich so eine feine Doppelstruktur ist. Das heißt, man kann Details sichtbar machen, die man klassisch nicht hat sichtbar machen können. Und da liegt dann wiederum für Biologen, die solche Mikroskope nutzen, auch ein echter Mehrwert an mehr Informationen, die sie für ihre Forschung nutzen können. So viel zu meinen Aufgaben als Geräteentwickler. Wie gesagt, braucht es zur Innovation noch mehr. Nachdem ich Geräte entwickelt habe, wurde ich Innovationsmanager. Und in der Rolle habe ich mich dann stark mit den Feldern Anwendung und Geschäft auseinandergesetzt. Während viel von der technischen Lösung ausgeht, man hat eine tolle technische Idee und sagt sich, wow, das ist so eine tolle Idee, was kann ich denn damit für ein Problem meines Kunden lösen? Da zieht man schon auf den Kundennutzen ab, aber letztendlich hat man sich irgendwie schon auf die Technologie festgelegt. Und das ist nicht der richtige Ansatz. Letztendlich, wenn man ein erfolgreiches Produkt haben möchte, muss man sich eigentlich erstmal auf den Kunden konzentrieren und fragen, was ist denn eigentlich das Problem des Kunden und was ist die bestmögliche Lösung für das Problem? Und da kommt man möglicherweise dann hinterher heraus, dass es gar nicht die Technologie ist, mit der man ursprünglich gestartet ist. Diese technische Idee ist nach wie vor wichtig, weil sie liefert oftmals eine erste Inspiration, welche Probleme man prinzipiell lösen könnte. Aber dann muss man wirklich, wie gesagt, die Technologie erst nochmal hinten anschieben und sich auf das Kundenproblem wirklich konzentrieren und sich fragen, was ist die bestmögliche Lösung des Problems? Dafür muss man unheimlich viel mit Kunden interagieren, sie beobachten, mit ihnen reden, um wirklich herauszufinden, was das dringlichste Problem ist und wie man es wirklich am besten lösen sollte. Und das ist tatsächlich viel, viel Arbeit, aber auch wirklich interessante Arbeit. Das klingt vielleicht trivial, für mich war das anfangs aber gar nicht. Ich habe da eine Entwicklung durchmachen müssen. An der Uni habe ich mich wirklich noch sehr stark auf die technologische Idee konzentriert. Man hatte eine Idee und hat gedacht, wow, das funktioniert, das müssen wir unbedingt bauen. Kann man bestimmt publizieren und irgendwie ist das ja auch alles, worum es dann an der Universität geht. Was man damit wirklich machen kann, ist eigentlich fast nebensächlich gewesen. Als Geräteentwickler musste ich mir dann schon die Frage stellen, was kann man damit wirklich machen? Und da war dann die Frage eher, das geht? Oh, da kann man bestimmt dieses und jenes Problem mit lösen, das müssen wir unbedingt bauen. Aber diese Problemlösung ist letztendlich auch nur ein vermeintlicher Nutzen, den man dann irgendwie auch wieder als Rechtfertigung nimmt, doch die Idee voranzutreiben, von der man technologisch begeistert war. Und als Innovationsmanager stellt man sich dann aber die Frage, damit kann man dieses Problem lösen? Lohnt sich das Problem überhaupt zu lösen? Und wenn ja, was wäre denn wirklich die beste Lösung? Wie gesagt, vom Kundennutzen her denken. Als Beispiel, wo wir das mal durchexerziert haben, möchte ich euch das Blutbild nahebringen. Hier haben wir mit einem Startup zusammengearbeitet, um dieses Blutbild technisch anders zu lösen. Was ist das Blutbild? Beim Blutbild wird letztendlich das Blut untersucht und die
verschiedenen Blutzellen, die es gibt, gezählt und das Verhältnis der Zellzahlen zueinander bestimmt. Und daraus kann man eben Rückschlüsse ziehen auf bestimmte Erkrankungen. Ist was ihr bestimmt schon mal beim Arzt gemacht gekriegt habt. Und was ihr bestimmt auch wisst, ist, da wird Blut abgenommen und ins Labor eingeschickt und das Ergebnis liegt eigentlich erst am nächsten Tag vor. Die Idee, die wir zusammen mit diesem Startup angeschaut haben, war folgende. Das Startup Zellmechanik Dresden hatte eine Technologie entwickelt, mit der man mit einem Mikrofluidik-Chip, mit nur ganz wenig Blut, nämlich Blut von einem Tropfen, den man aus dem Finger entnommen hat, diese Zählung der Blutzellen vor Ort machen kann und sehr, sehr schnell. Hier sind mal ein paar Bilder aufgenommen von den verschiedenen Blutzellen, die durch so einen Mikrofluidikkanal durchfließen. Man kann die unterscheiden und letztendlich ist die Unterscheidung sogar sehr leicht. Was gemacht wird letztendlich ist, dass sich nur die Helligkeit und die Größe der Zellen angeschaut wurde. Und wenn man das macht und das auf ein Diagramm einzeichnet, sieht man, dass man verschiedene Zellen gut voneinander trennen kann. Und in dem Graphen hier ganz rechts sieht man einfach im Vergleich zu klassischen Blutbildmethoden, dass auch die Werte sehr, sehr gut übereinstimmen. Ja, und als Technologie hat uns das unheimlich fasziniert. Da war wieder die Frage, wow, das geht. Statt einer wirklichen Blutentnahme nur einen Tropfen aus dem Finger entnehmen. Statt 4 bis 24 Stunden zu warten, das Ergebnis in 15 Minuten haben. Ja, und wenn das Ergebnis wirklich schon in 15 Minuten vorliegt, dann kann der Arzt ja beim gleichen Arztbesuch darauf basierend auch Entscheidungen treffen. Und zum Beispiel Antibiotika nicht mehr auf Verdacht verschreiben, sondern eben nur nach der Auswertung des Blutbildes, wodurch dann die Vergabe von Antibiotika zum Beispiel eingeschränkt werden könnte. Also alles ganz tolle Sachen, die auch wirklich ein Kundenproblem adressieren. Und erstmal haben wir gedacht, wow, das müsste man doch eigentlich bauen. So. Jetzt haben wir uns das aber nochmal wirklich vom Kundennutzen her angeschaut. Und dabei haben wir festgestellt, selbst in einer größeren Praxis werden vielleicht nur 3 bis 5 Blutbilder pro Tag gemacht. Eine Krankenkasse zahlt für ein Blutbild nur ungefähr 1,10 €. Das heißt 3 bis 5 € Umsatz am Tag. So ein Gerät müsste nachher wirklich sehr, sehr billig sein, damit sich das überhaupt trägt. Die Frage ist die Information wirklich die gleiche? Die ersten Ergebnisse sahen vielversprechend aus, aber das Ganze müsste man schon durch klinische Studien auch noch validieren. Das heißt, hier ist noch eine ganze Menge Entwicklungsarbeit nötig. Dann werden aus dem Blut neben der Zellzahl auch noch andere Informationen gewonnen, zum Beispiel über Blutchemie, Cholesterin, Kalium. Das betrifft nicht alle Blutproben, aber doch einige. Das heißt, einige dieser wenigen 3 bis 5 am Tag müssen vielleicht ohnehin noch ins Labor eingeschickt werden und damit wird das Ganze noch weniger relevant. Wenn so ein Labor heute eine Auffälligkeit findet, dann gibt es da einen Laborarzt, der sich die Blutprobe nochmal unter dem Mikroskop anschaut. Das müsste wahrscheinlich nach wie vor gemacht werden. Das heißt, wenn es eine Auffälligkeit gibt, muss dann trotzdem nochmal eine Probe zum Arzt geschickt werden. Dann spart man sich wirklich nicht viel, weil man nachher doch wieder sehr viele Proben einschicken muss. Und letztendlich haben Hausärzte auch oftmals ein Vertrauensverhältnis zu diesem Laborarzt, mit dem sie Befunde besprechen. Und es ist gar nicht klar, ob die Ärzte sowas tatsächlich aufgeben wollen, selbst wenn man solche tollen Vorteile hat, wie das Ergebnis liegt schon nach 15 Minuten vor. Und wenn man sich diese ganzen Sachen anschaut, dann stellt sich hinterher die Frage, das müssen wir bauen? Müssen wir das wirklich bauen? Wir haben uns letztendlich wirklich dagegen entschieden, das Thema weiter zu verfolgen, auch wenn das sehr, sehr spannend war. Eben aus genau diesen Kriterien, die eben Kundennutzen und eben auch noch Geschäftsmodell mit berücksichtigt haben. Der Fairness halber will ich jetzt nochmal sagen, dass das gar nicht die Hauptidee war, die von diesem Startup Zellmechanik Dresden verfolgt wurde. Was Sie mit Ihrem Mikrofluidik-Chip zusätzlich machen können, ist, dass Sie die Verformbarkeit der Blutzellen messen können. Diese Blutzellen drängen sich durch so einen sehr engen Mikrofluidikkanal und werden da drin durch hydrodynamische Kräfte verformt. Und diese Verformung, die hängt davon ab, wie weich so eine Zelle ist. Und jetzt hat man festgestellt, dass die Weichheit dieser Zellen sich ändert, je nach dem Status des Immunsystems. Wenn das Immunsystem sehr aktiv ist, werden diese Zellen weicher und somit kann man über diesen Schnelltest sehr, sehr schnell eine Aussage über den Status des Immunsystems kriegen. Und die Hauptidee eigentlich war, ob man so etwas zum Beispiel für einen sehr, sehr schnellen Sepsis-Test machen kann. Also Sepsis ist Blutvergiftung und ein großes Problem, wo jede Stunde wirklich zählt. Und hier die Möglichkeit, einen Schnelltest daraus zu generieren.
Ja, neben Technologie, Anwendung und Geschäft gibt es noch eine weitere Komponente, die ich jetzt in meinem neuen Job sehr stark verfolge. Ich leite seit ein paar Monaten einen Innovationshub von Zeiss an der TU Dresden. Und eine zusätzliche Komponente meiner Arbeit, die jetzt dazugekommen ist, ist die der Strategie. Was ist Strategie? Das möchte ich euch anhand von ein paar Fragen nahebringen. Während Technologie fragt, was können wir wie technisch umsetzen, fragt das Innovationsmanagement, was ist denn das Problem des Kunden und wie sollte man es lösen? Und auch, kann man damit tatsächlich Geld verdienen? Und die Strategie fragt dann eher größere Fragen. Eine ist oftmals umschrieben als Where to Play, also auf welche Kunden und Märkte sollen wir uns konzentrieren. Wenn man sich dafür mal entschieden hat, die andere Frage, How to Win. Wie können wir uns von unserer Konkurrenz absetzen? Auf welche Technologien setzen wir? Was sind da unsere Stärken? Diese größeren Fragen sind alles Fragen, die im Rahmen von strategischer Arbeit behandelt werden. Das fängt oftmals an mit einer Analyse der momentanen Situation, zum Beispiel mit Fragen wie, welche langfristigen Trends gibt es und wie werden sich diese Trends auf unser Geschäft von morgen auswirken. Ein Beispiel hierfür wäre der demografische Wandel. Die Bevölkerung wird immer älter und damit auch die Bedürfnisse der Patienten, welche Untersuchungen nachher gemacht werden müssen, zum Beispiel in der Augenheilkunde, wo jetzt Zeiss auch sehr aktiv ist. Da gibt es die altersbedingte Makuladegeneration, wo Zeiss Instrumente hat, um die festzustellen. Demografischer Wandel hat da bestimmt Einfluss drauf, wie sich dieser Markt entwickelt. Und sowas frühzeitig zu bedenken und zu schauen, wie müssen wir uns darauf einstellen, wäre zum Beispiel eine strategische Frage. Aber auch, welche technologischen Umbrüche gibt es und wie müssen wir uns darauf vorbereiten? Da wäre zum Beispiel miniaturisierte Optik und photonisch integrierte Schaltkreise zu nennen. Optik wird immer kleiner und so wie auch Elektronik miniaturisiert wurde. Wir hatten früher zum Beispiel Röhrenverstärker und heute gibt es einfach Halbleiterchips. Macht Optik eine ähnliche Wandlung durch und wir als Optikunternehmen sind der Überzeugung, dass das uns nicht kalt lassen wird und eben eine strategische Überlegung ist, wie wird sich diese Entwicklung wirklich auf uns auswirken und was müssen wir tun, um uns dafür richtig aufzustellen. Ein weiteres Beispiel wäre zum Beispiel Machine Learning, wo Expertenwissen, was heute ein Arzt hat, plötzlich in den Computer übertragen werden kann. Und damit stellt sich die Frage, wird sich auch das Geschäft vom Experten zum letztlichen Kunden oder zum Patienten verschieben? Auch das sind Dinge, auf die man sich frühzeitig vorbereiten müsste. Nach so einer Analyse kann man auch eine Vision formulieren, die letztendlich eigentlich heißt, welche Rolle wollen wir in einem sich so verändernden Markt nachher spielen? Und wenn man so eine Vision hat, dann geht es an die Umsetzung. Und da stellt man sich Fragen wie, welche Produkte wollen wir dafür tatsächlich entwickeln? Nicht nur ein Produkt, was jetzt als nächstes anstellt, sondern wie könnte auch zum Beispiel eine Entwicklungsroadmap auf dem Weg zu dieser Vision aussehen? Welche Geschäftsmodelle wollen wir verfolgen? Die können ganz anders aussehen, als sie es heute noch tun. Welche Kompetenzen müssen wir noch aufbauen, die wir vielleicht heute noch gar nicht haben? Und wenn wir sie selber nicht haben, wollen wir die selber aufbauen oder müssen wir vielleicht auch Partnerschaften eingehen? Oder vielleicht auch andere Firmen kaufen, entweder um Marktzugänge zu gewinnen oder um Technologiekompetenz aufzubauen. All das nachher Fragen, die im Rahmen einer Strategie gestellt und auch entschieden werden müssen. Am Innovation Hub in Dresden kann ich jetzt all diese 4 Aspekte gleichzeitig verfolgen. Auch hier steht ein technologischer Umbruch am Anfang unserer strategischen Überlegungen. Dieser technologische Umbruch kann man vielleicht Bio-Revolution nennen. Worum es dabei geht, ist, dass wir als Menschheit immer mehr Kontrolle über biologische Systeme ausüben können und letztendlich auch biologische Systeme so designen können, dass sie letztendlich für uns, für unsere Forschung und auch für unsere Anwendungen nachher geeignet sind. Ein Beispiel hierfür wäre zum Beispiel Genmanipulation. Auch der neue mRNA-Impfstoff gehört bestimmt in diesen Bereich rein. Ein weiteres Beispiel, und das ist eben auch eins der ersten Felder, auf das wir uns am Hub konzentrieren, ist Tissue Engineering, wo man Gewebe designen kann. Da gibt es einige Beispiele für, zum Beispiel Organoide. Das sind kleine Gewebestrukturen, die die Funktion von menschlichen Organen nachbilden, ohne wirklich ein echtes Organ zu sein. Aber haben tatsächlich sozusagen in diesem Gewebe einige Eigenschaften wie die von menschlichen Organen. Sind oftmals auch auf menschlichen Stammzellen basierend
Und was man damit jetzt zum Beispiel machen kann, ist, dass man pharmakologische Wirkstoffforschung an diesen Organoiden machen kann. Und das hat zwei Vorteile. Das ist einmal, dass die Aussage an solchen menschlichen Modellen oftmals viel relevanter ist als die, die man an Tiermodellen machen kann. Und letztendlich ist auch die Hoffnung, dass man hiermit vielleicht auch die Notwendigkeit von Tierversuchen reduzieren kann. Wird wahrscheinlich nicht komplett Tierversuche ersetzen, aber selbst wenn man die signifikant reduzieren könnte, fände ich das eine tolle Sache. Organ on Chip basiert auf was Ähnliches. Hier hat man auch solche kleinen Gewebe in einen Mikrofluidik-Chip eingebracht und kann auf diese Art aber vielleicht auch mehrere verschiedene Organtypen aneinander koppeln, wie zum Beispiel neben Lunge auch noch Leber und Niere, um so die Verstoffwechselung der Wirkstoffe besser abbilden zu können und zu gucken, wie ein Wirkstoff, der eigentlich auf die Lunge wirken soll, möglicherweise auch Nebenwirkungen auf Niere oder Leber hat. Und noch weiter, und das ist tatsächlich vielleicht noch ein kleines bisschen Science Fiction, kann man hier auch drüber nachdenken, mit Biodruck 3D-gedruckte lebende Implantate für therapeutische Zwecke zu machen. Wirklich zum Beispiel auch basierend auf Stammzellen von einem Patienten selber nachher ein künstliches Herz zu erzeugen. Wie gesagt, da sind wir noch eine ganze Weile von entfernt, aber es gibt schon erste Ansätze, die vielversprechend sind. Noch nicht mit ganzen Herzen, aber doch mit vielleicht einem Herzmuskelpflaster, was nach einem Infarkt auf das Herzgewebe aufgebracht werden kann und so die Regeneration des Herzens nachher fördern kann. Also unheimlich spannende Entwicklungen. Das als technologischer Umbruch, und wir am Innovation Hub wollen jetzt tatsächlich gucken, was sind genau die Anwendungen in diesem Feld, die die Kunden adressieren können, welchen Beitrag kann Zeiss dazu liefern, welche Technologien braucht es dafür und letztendlich auch, wie können wir als Zeiss letztendlich damit dann auch Geld verdienen. Gut, so viel zu dem Überblick. Als Fazit bleibt mir noch, euch zu sagen, seid offen. Es ist nicht alles planbar und es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Bei mir gab es ganz, ganz viele Umbrüche in meinem Werdegang. Ich habe mir nie vorstellen können, was in den nächsten 3 Jahren kommt. Beziehungsweise ich hatte wahrscheinlich eine Vorstellung, aber letztendlich kam es immer ganz anders. Und das war auch gut, dafür offen zu sein, weil ich da unheimlich viel durchgelernt habe. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten in der Physik, sowohl wirklich als Physiker oder Physikerin zu arbeiten, in technischen Berufen, aber eben darüber hinaus auch im Management, in Strategie, Unternehmensberatung. Und das sind Dinge, die dann tatsächlich selbst mir Spaß machen, obwohl ich ja immer dachte, ich wollte eigentlich in der akademischen Forschung bleiben. Physik macht also auch in der Industrie großen Spaß. Wie gesagt, hatte ich den Vorteil, hier auch in der industriellen Forschung zu arbeiten. Das hat es nochmal leichter gemacht. Aber auch hier gab es unheimlich viel Freiraum für Kreativität und Forschung. Und vielleicht als letztes noch, diese ganzen Umbrüche, die sind manchmal nicht einfach. Aber ich glaube, genau daran liegt auch die Chance, weil durch diese Herausforderungen wächst man auch. Also verlasst eure Komfortzone, traut euch, was Neues zu machen, auch wenn es sich vielleicht erstmal groß und aufregend anfühlt. Ich habe da unheimlich von profitiert und das ist eine Sache, die ich euch als letztes vielleicht noch mitgeben würde. Gut, ich hoffe, ich konnte euch ein paar Einblicke geben, über was für Möglichkeiten es gibt als Physiker in der Industrie. Bestimmt kein vollumfänglicher Ausblick, aber eben ein bisschen fokussiert auf das, wo ich selber schon Einblicke hatte.